Schönen guten Morgen zusammen zur kollektiven Tagesbotschaft. Ja, da geht gleich mal die Sonne in der Mitte auf. Beste Voraussetzungen, die Sonne überstrahlt am Ende das ganze Blatt. Und hier noch eine Energie, die doppelt liegt. Ne? Wir haben hier, die Sonne geht auf, wir haben die Ja-Karte, den Erfolg, die Sicherheit. Ein guter Ausgangspunkt, ne? Gefestigt zu sein, in seiner Energie zu sein. Und egal, was jetzt noch fällt, es dient einfach allem, dem großen Ganzen. Hier kommen gleich noch die Blumen dazu. Eine Kreativität auch, die sich über die bewusste Ebene auswirkt. Wir haben hier das Ding, dass wir auch uns beschenkt fühlen, dass wir denken, wir haben die Welt offen. Ja? Möglicherweise ist man hier auch vom ein oder anderen Geschenk des Lebens überrascht worden, das uns jetzt so positiv stimmt. Wir rechnen auch mit gutem Ausgang bei unseren Dingen. Wir haben Ideen. Ja, und wir können eine Situation, die uns stark belastet hat, wo Zähigkeit, wo Schwierigkeit, wo ja, lange Strecken von Belastung auch waren, die Energiereserven aufgebracht haben, hier generieren, regenerieren. Das Unterbewusstsein weiß auch, dass jetzt ein Umbruch stattgefunden hat, und es hat schon, weil wir in der Ausgangsposition das Liegen haben. Das ist nichts, auf das wir warten, sondern wir haben die gute Energie schon vorhanden. Wir haben hier einiges. Erstens mal, dass wir uns wieder öffnen für Harmonie, für, ich würde es jetzt nicht gewaltfrei nennen, ich würde sagen, für eine Energie, die nicht kämpft, sondern die Frieden geschlossen hat schon, die auch mit dem eigenen Innern nicht mehr kämpft. Also dieser Kampf, den man mit sich hat, weil sich irgendetwas nicht in die Richtung bewegt und da jetzt ein Umbruch gekommen ist, das hat man so im Fokus, und man hat in der Vergangenheit schon Harmonie geschlossen, einen Kampf beendet und dadurch jetzt hier auch die Ernte, die hier vor den Augen liegt. Es kann sein, dass es hier auch so um Dinge im Familienleben ging, die man als schwierig oder belastend oder als Sorge auch mitgekriegt hat. Und was ich auch für einige habe, ich habe so eine körperliche Öffnung wieder, ne? Dass man bereit ist, seine Sexualität in die Augen zu gucken, auf diesem Weg auch wieder was auszuleben und sich von Hindernissen nicht erschrecken zu lassen. Ich habe sogar das Gefühl, dass wir hier mit dieser Energie, die wir hier haben, mal einen Gang rausnehmen können, runterfahren und irgendwie das Momentum nutzen, wo alles, wo du spürst, alles ist irgendwie zur Verfügung, wo man sich auch nicht mehr hindern lässt, sondern wo man das ganze Potenzial nutzt und wo du auch die Kraft hast, nach oben zu gehen, wo es vielleicht ja eine Strecke zu laufen gibt. Aus der eigenen Sicht haben wir das annehmende Prinzip drin, wir haben uns selber drin, wir haben unsere Themen. Hier ist eine kreative Energie, eine feurige Energie auch irgendwo. Das heißt, wir lassen uns nicht ausbremsen. Wir überwinden so Sachen, die uns auch ausgebremst haben. Und wir haben hier das seelische Gleichgewicht dabei. Ich habe hier, dass von außen viele Einflüsse kommen, die haben unter Umständen mit einem Gefühl zu tun, das nennt man sogar seelisches Hoch. Da fließt die ganze Energie frei, da denkst du nicht über Blockaden nach.
Es geht um deine Unabhängigkeit und es geht auch um den ganzen Selbstwert, der sich hier zeigt, ne? Das kann ja auch eine Legung sein, wo man, ich sage mal, mit sich selbst im Reinen ist oder ins Reine geht. Eine Energie des Ausgleiches. Sofort fällt mir das Yin-Yang-Prinzip ein. Der Ausgleich von Energien, das Geben und Nehmen. Etwas hat sich gelohnt, etwas ist in Balance, etwas hat seine Mitte gefunden. Ein großer Lernfaktor auch wieder, dass es Zeiten gibt, da stockt halt was und dann gibt es Zeiten, da fließt es. Ich sag mal so, hier kommen sogar die Hormone wieder in Wallung, ja. Man hat Leidenschaft, man hat Energie, man lässt sich nicht ausbremsen. Man hat ja für die längere Zukunft Schnitte zu machen. Die kommen von außen, die verkürzen eine Energie, die zäh war, die voller Blockaden war, die mit vielen Umwegen verbunden war, wo wir viel investiert haben, weil wir haben hier das ausgleichende Prinzip, ne? Man kriegt einen Ausgleich, das kann sich hier auch im Finanziellen im Übrigen abspielen, in der Familie, in der Liebe. Es kann hier auch um eine partnerschaftliche Sache gehen, ne? Man hat hier jemand zum Beispiel im Kopf gehabt und es nähert sich aufeinander zu. Man kann einen Erfolg einholen. Was ich auch habe und was sehr speziell ist, man hat eine alte Wunde genesen lassen. Die gibt es nicht mehr. Die hat man ja durch schwere Zeiten in die Harmonie gebracht und man hat verstanden, warum ist etwas so, wie es ist, ne? Und wir haben diese neue Tür schon geöffnet. Hier kann es noch sein, dass etwas überraschend plötzlich schnell eine andere Wende kriegt. Also auch nochmal die Energie, die nach vorne schiebt in kurzer Zeit. Oder aber auch, dass man sagt, so ich entledige mich hier nochmal einer Energie, weil ich habe so viel zu geben und ich lasse mich nicht ausbremsen und deshalb mache ich hier dies, das oder jenes noch mehr in meine Richtung, ne? Ich stehe mir selber nicht im Weg, die anderen brauchen mir auch nicht im Weg stehen. Für einige von uns ist es wirklich auch ein Thema, das wir mit den größten Spiegelpartnern haben oder mit ganz nahen Seelenmenschen. Ein gemeinsam erworbenes Stück Erfolg für beide, obwohl beide in eine andere Richtung gucken, haben beide was davon. Und es kann wirklich sein, dass es um etwas Finanzielles auch geht. Wir gucken mal, welches Krafttier uns hier noch begleitet für heute. Die Rabenvögel, wir haben das Thema Magie dabei. Das passt auch wunderbar dazu, denn wir haben hier ja einen Umbruch schon, der sich jetzt auszahlt. Und hier geht es auch um das Zerbersten von alten Mustern. Das kann hier ein Ausgleich zwischen Geben und Nehmen sein oder auch im partnerschaftlichen Bereich. Etwas, wo wir lang handlungsunfähig waren oder wo unser Licht nicht gestrahlt hat. Das haben wir jetzt hier in der Mitte, wo wir uns vielleicht auch klein halten haben lassen oder wo uns etwas gehindert hat, unsere Sachen umzusetzen. Es geht ja darum, etwas zu erlösen, auch etwas zurückzuholen. Und der Rabe hat hier eine ganz gute Eigenschaft, denn
Er versucht nichts zu beschönigen, zu verschleiern, sondern er nimmt alles so, wie es ist. Und es geht ja darum, alte Fesseln zu lösen, durchzustarten und glücklich zu sein. Ne? Und das ist unser Ziel, dieses Glück hier durchzusetzen und uns nicht mit hinderlicher Energie zu umgeben. Es geht dabei auch darum, Schatten zu erlösen, dass die Seele sich ganz fühlt. Ne? Das hatten wir hier, so ein seelisches Hoch. Und es gibt vielleicht noch etwas zu Ende zu bringen. Deshalb haben wir hier auf die längere Zeit auch nochmal den Schnitt, den wir mit irgendetwas machen. Hier hat aber die Sense dann tatsächlich auch eine gute Qualität, denn wenn sie dir eine Fessel sprengt und es in einem schnellen Tempo, dann kann es umso besser sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch mit dieser Legung einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.